Heiko? Der Herr sei mit euch. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Guten Morgen, wir begrüßen Sie und euch nach unserer zweiwöchigen Pause live durch die Konfirmation wieder zum Gottesdienst. Der Wochenspruch am 13. Sonntag nach Trinitatis aus dem Matthäusevangelium lautet: Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesem meinem geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Auch am kommenden Sonntag laden wir euch zum YouTube-Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Pfarrer Joswig und zum Präsentgottesdienst um 11 Uhr in Gmünd mit Pfarrer Schumacher ein. Ferner findet am kommenden Sonntag um 16 Uhr unsere letzte diesjährige Konfirmation im Garten der Kaller Kirche statt. 6 Erwachsene lassen sich dann konfirmieren. Mit der heutigen Kollekte, die Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen können. Daten finden Sie auf der Homepage unserer Gemeinde. Unterstützen Sie die kreiswerte Diakonie in Düsseldorf. Nicht alle Kinder wachsen mit dem Gefühl auf, geliebt zu werden, weil ihre Eltern mit ihrem eigenen Leben überfordert sind. Werden die Kinder vernachlässigt, misshandelt und sind schon in jungen Jahren auf sich alleine gestellt. Das kann zu massiven Verhaltensstörungen führen, die sie noch weiter in die Isolation treiben. Die intensivpädagogisch-therapeutischen Einrichtungen der Kaiserwerther Diakonie wollen diese innere Isolation durchbrechen. Vernachlässigte und traumatisierte Kinder erhalten so eine Chance, sie bisher kaum hatten. Im Opfershop sammeln wir diesen Monat für den Verein und Wildwasser e.V., der Opfer sexueller Gewalt, und berät und unterstützt sie. Alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut im Namen unseres Herrn Jesus Christus und dankt dem Vater durch ihn. Amen. Amen. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was für eine Überschrift über diesen Gottesdienst. Wer ist eigentlich mir der Nächste, die Nächste? Fragen und Gedanken, die uns heute immer wieder begegnen, in den Liedern, den Gebeten, den Texten und vielleicht auch anschließend in meinem Handeln. So singen wir das erste Lied für alle, die noch müde sind, zum Aufwachen und wem es hilft, gern auch im Stehen. Aus dem Beiheft, die Nummer 313, alle 4 Strophen, aufstehen, aufeinander zugehen. Miteinander
wollen mit den Worten von Psalm 112 beten und wir sprechen den gesamten Text gemeinsam. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist, denn er wird ewiglich bleiben, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht, sein Herz hofft unverzagt auf Gott. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen, seine Kraft wird hoch in Ehren stehen. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und seine Wahrheit für und für. Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Ein Schriftgelehrter stand auf und wollte Jesus auf die Probe stellen und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von aller Kraft und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Wer ist denn mein Nächster? Nee. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Dann ging ein Priester dieselbe Straße hinab, und als er ihn sah, ging er da vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christus spricht: Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, wurde er traurig. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf die Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf ein Tier und brachte ihn zu einer Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3 meinst du, ist der Nächste gewesen, dem der unter die Räuber gefallen war? Er sprach. Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Christus spricht: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass Sohn und immer mehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat,
Gott, du bist die Liebe. Das ist ein großes Versprechen. Gott, du bist die Liebe und wir? Gott, du bist die Liebe. Lass uns immer wieder deine Liebe untereinander teilen. Darum bitten wir dich, unseren dreieinigen Gott, der du lebst und regierst, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt als Antwort darauf das Theselied Gott ist nur Liebe. Der Werner wird uns das einmal vorspielen und dann singen wir es zweimal gemeinsam. Bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus dem Gesangbuch singen wir das Lied Wenn das Brot, das wir teilen, unter der Nummer 667, die Strophen 1 bis 3. 667, 1 bis 3. Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
Liebe Gemeinde, online und hier vor Ort, ihr kennt sicherlich alle den Spruch, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Also nochmal anders und viel extremer als auf dem Werbefoto für den heutigen Gottesdienst, dessen Grundthema auf den ersten Blick gar nichts mit Bäumen oder Wald zu tun hat. Also warum der Wald und all die Bäume? Ich habe das Gefühl, dass zurzeit zwei ganz unterschiedliche Modelle des Umgangs in der Corona-Zeit vorherrschen. Da sind zum einen diejenigen, die Gefahren von Corona völlig außer Acht lassen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Demonstranten vom letzten Wochenende, sondern all diejenigen, die so tun, als ob ihnen nichts passieren könnte, die im Urlaub vielleicht nicht genug Abstände halten oder Hände waschen, inzwischen schon wieder als sehr lästig empfinden. Und das andere sind die Menschen, die sich zurückziehen, die sich beim Einkauf total aggressiv verhalten, die keine Fantasie haben, wie es eigentlich weitergehen soll, sowohl im Alltag als auch hier bei uns als Gemeinde in unseren Zusammenhängen. Gottesdienste können wir eigentlich nicht mehr feiern, uns um andere Menschen kümmern, erst recht nicht, und Weihnachten können wir dieses Jahr eigentlich schon direkt absagen. Wenn wir keine Menschen in unsere Kirchen bekommen, dann können wir uns doch jegliche Arbeit sparen. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, so weit, so schlecht. Also vor Corona war alles besser, aber das ist auch keine Lösung. Vor Corona war alles anders, ja. Und jetzt ist auch noch alles anders. Und ich behaupte mal, wenn der Impfstoff dann irgendwann mal da ist, wird es auch noch anders sein als vor Corona. Wie kommen wir also unserem Auftrag als Kirche, als Gemeinde hier vor Ort nach? Wir brauchen immer wieder neue, kleine und größere Aufbrüche, die uns zeigen, dass wir noch da sind. Die uns zeigen, dass der Glaube nicht deshalb aufhört, nur weil unser Leben durch den Virus so durcheinandergewirbelt wird. Der heutige Predigttext berichtet von einem Aufbruch, der für die ersten Christinnen und Christen total wichtig war, durch den so etwas wie eine anfangende Struktur unserer Kirche gezeigt wurde. In der Apostelgeschichte steht im 6. Kapitel: Die Gemeinde wuchs und die Zahl der Jünger und Jüngerinnen wurde immer größer. Da kam es um eben diese Zeit zu einem Streit zwischen den griechisch sprechenden Juden in der Gemeinde und denen mit hebräischer Muttersprache. Die griechische Gruppe beschwerte sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Verteilung von Lebensmitteln benachteiligt würden. Da riefen die 12 die ganze Gemeinde zusammen und sagten: Es geht nicht an, dass wir die Verkündigung der Botschaft Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Darum, liebe Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus, die einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sind. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst werden uns auch weiterhin mit ganzer Kraft dem Gebet und der Verkündigung der Botschaft Gottes widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll lebendigen Glaubens und erfüllt vom Heiligen Geist, außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachten sie zu den Aposteln. Die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Soweit die Apostelgeschichte. Also die erste christliche Gemeinde wird immer größer und damit auch die Aufgaben, aber am Anfang konzentriert sich alles auf die 12 Apostel. Sie sollen Seelsorge treiben, sie sollen missionieren, sie sollen damit dann auch taufen, beerdigen, wahrscheinlich auch verheiraten und natürlich, damit das auch noch alles klappt, den Menschen predigen und was sonst noch so alles von ihnen verlangt wird, bis hin zur richtigen Verteilung der Lebensmittel.
Damit das dann aber auch alles klappt, werden Menschen beauftragt, die bei diesen Aufgaben helfen sollen. Denn die Aufgaben mussten und müssen geteilt werden, damit das Gemeindeleben stattfinden kann. Diakone haben wir in unserer Gemeinde zwar nicht mehr, aber eine starke Truppe aus Presbyterinnen und Presbyter und all die anderen Menschen, die sich mit ihren Stärken und auch manchmal Schwächen für unsere Gemeinde einsetzen. Die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, unsere Konfis, die Teamer, unsere Küsterinnen, die Kirchenmusikerinnen, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viele erscheinen, wird unser Gemeindeleben von so vielen Schultern getragen, dass wir schon unter normalen Umständen, also ohne die weiten Abstände in Corona, in den größten Gemeinderaum gehen müssten, um alle unterzubekommen. Weil es fehlt dann schon das Schar der ganzen Gemeindebriefausträger, die auch ehrenamtlich für uns unterwegs sind. Doch zurzeit ist alles oder vieles noch gegen Null gefahren. Bei den Gottesdiensten angefangen, bei denen tatsächlich vor Ort nur ganz wenige dabei sein können. Zurzeit dürfen in unserer Gemünderkirche tatsächlich nur maximal 30 Menschen mit bei den Gottesdiensten dabei sein. Unser Gemeindebrief, der schon 2 Ausgaben eher kostengünstig war, weil er so dünn war. Wir überlegen, wie wir die Gottesdienste rund um Weihnachten feiern. Was ist mit den Seniorenfeiern im Advent und zu den Geburtstagen? Doch es gibt auch kleinere und größere Aufbrüche, bei denen wir merken, ja, es gibt uns noch. Wir sind als Gemeinde weiterhin füreinander da. Die Gruppen fangen tatsächlich wieder an, sich allmählich, ganz vorsichtig und mit dem nötigen Abstand, sei es im Männerkreis oder der Frauenhilfe, bei der letzteren eher nicht im Gemeindehaus, sondern noch im Garten zu treffen. Unser Gospelchor übt wieder verteilt auf die einzelnen Stimmen in der Kirche mit viel Abstand. Die Fadis machen den Wald unsicher, wenn es sich gerade mal Holzhacken regnet. Und die neuen Konfis konnten am letzten Dienstag auch endlich durchstarten, nachdem die Alten an den beiden letzten Wochenenden konfirmiert wurden. Das war gut, jedenfalls für mich, auch wenn es laut war, die Kirche sehr hallig war und die Hocker ihr übrigens dazu beigetragen haben. Aber sie sind heute auch schon aktiv im Gottesdienst wieder mit dabei. Und diese 3 Gottesdienste an den beiden letzten Wochenenden waren für mich jedenfalls die persönlich wichtigsten Aufbrüche unserer Gemeinde in diesem Sommer. Wir haben Formen gefunden, die uns das gemeinsame Feiern ermöglicht haben. Mit weitem Abstand und dennoch zusammen vor der Olef-Staumauer. Oder am letzten Wochenende, Samstag und Sonntag, in der Bürgerhalle in Kall. Und wir haben unsere Konfis gesegnet und beauftragt, als gute Botschafter unterwegs zu sein. Vorletzten Sonntag in Hellental, dann die Gruppe am letzten Samstag in Kall und schließlich am letzten Sonntag in Kall. Die Gemeinde, es tut gut, solche Aufbrüche zu erleben. Es tut gut, Menschen zu haben, die mit anpacken, damit die Geschichte unserer Gemeinde weitergetragen wird. Wir sind weiterhin auf dem Weg, unter anderen Voraussetzungen, unter anderen Vorzeichen, doch die Grundlage ist immer die gleiche. Wie hieß es bei den 7, die gewählt wurden? Sie sind vom Geist Gottes erfüllt. Das war die grundlegende Qualifikation der ersten Helfer der Apostel. 7 Männer, heute politisch nicht mehr korrekt, damals normal. Ist es doch gerade schön, dass wir einen bunten Mix an Menschen, Männer und Frauen haben, die das Gesicht unserer Gemeinde prägen. Unsere Konfis sind da ein gutes Beispiel. Auch das sind jedes Jahr immer wieder ein Querschnitt unserer Gemeinde. Aus den verschiedenen Orten kommen sie von allen weiterführenden Schulen mit ganz unterschiedlichen familiären Hintergrund. Da sind die alteingesessenen Familien neben den Familien, die ihre eigentliche Heimat viele Hunderte oder Tausende Kilometer entfernt haben. Aufbrüche gehörten und gehören für mich immer wieder zu gelingendem Gemeindeleben dazu. Das schöne Eifeler Argument, das haben wir schon immer so gemacht, mag zwar Sicherheit bieten,
kann aber auch ins Leere laufen. So bin ich zuversichtlich, dass uns die Karikatur von Thomas Plassmann nicht trifft, sondern wir weiterhin als verlässliche Gemeinschaft im Schleidener Tal unterwegs sind. Dieser große Banner, der da drüber steht, werdet ihr wiederkommen? Ich hoffe mal, ihr seid noch da. Und die Antwort findet sich für mich auf den Punkt gebracht im Wochenspruch, den wir schon zu Beginn des Gottesdienstes hörten. Christus spricht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. So lasst uns aufeinander achten. Und Gottes Geist wehen, wo er will, mitten unter uns, heute und alle Tage. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Sinne und Herzen in Jesus Christus. Amen. Wir singen aus dem Gesangbuch das Lied Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Lied Nummer 658, alle abgedruckten Strophen. 658. Auch wenn wir in unseren Online-Gottesdiensten nicht der Toten und der Getauften und der Verheirateten gedenken können, so denken wir trotzdem daran. Wir hatten 3 Taufen in den letzten Wochen, wir hatten eine Hochzeit, wir hatten Beerdigungen. Und all der Menschen und der Angehörigen gedenken wir. Wir tun dies mit den Worten von Apostel Paulus, der gesagt hat, leben wir, so leben wir bei Gott und sterben wir, so sterben wir bei Gott, so wir leben oder wir sterben. Wir gehören alle Zeit zu diesem unserem Gott. Und so hoffen wir, dass all die Menschen gut durch unseren Gott begleitet werden. So lasst uns Fürbitte halten. Ewiger Gott, so viel verändert sich in unserem Leben, du aber bleibst. Manchmal müssen wir ganz neu anfangen, du aber bleibst. Wir verlieren liebe Menschen aus unserer Familie und müssen Freunde verlassen, du aber bleibst. Wir bitten dich für alle Menschen, die in eine neue Wohnung oder in ein neues Land umziehen, gehe du mit ihnen und behüte sie. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich fürchten vor unbekannten und neuen Menschen, vor unbekannten und neuen Ländern oder Städten, vor fremden Sprachen und anderen Hautfarben, sei bei ihnen in ihrer Angst und behüte sie. Wir bitten dich für alle Menschen, die anders an dich glauben, die anders ihre Gottesdienste feiern oder die anders von dir reden. Schenke ihnen Frieden und behüte sie und lass uns gut und freundlich mit ihnen umgehen. So beten wir gemeinsam weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen, Amen. Wir singen das Lied Selig seid ihr unter der Nummer 666 im Gesangbuch, alle 4 Strophen. Selig seid ihr 666. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig seid ihr, wenn ihr das tat. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig seid ihr, wenn ihr Güte habt. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden habt. Selig seid ihr, wenn ihr nicht bleibt. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden habt. Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. An dieser Stelle Dank für alle, die mitgemacht haben. Dank für Heiko als Presbyter. Das war heute dein erster Einsatz hier vor Ort in dieser Funktion. Dank an Werner, der Werner Harzheim, nicht Werner Winkler. Das war gestern noch die kleine Sache, die wir klären mussten, welcher Werner hier ist. Genau, Werner ist Werner. Dank an Torge, an der Technik. Dank an unsere Konfis hier vor Ort, Stella, Marcel und Eva, die hier mitgemacht haben, relativ spontan. Danke an die Mütter, die die 3 gefahren haben heute Morgen. Und Dank an Jochen Jürgens, der uns einen neuen Bilderabspann zusammengestellt hat, den wir jetzt gleich sehen können. Viel Spaß damit. Und wer jetzt noch in guter Manier sich den Kaffee bereitgestellt hat, dann können wir gleich noch miteinander Kirchkaffee oder den Kirchtee in unserem YouTube-Chat weiter uns treffen. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Herbstsonntag mit viel Sonnenschein und kommt gut durch die Woche.